Wenden wir uns also gleich einmal der Frage zu, was verstehen wir unter GIS und was ist Geomarketing. GIS steht für geografische Informationssysteme. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich, aller Anfang ist schwer, einmal eine Definition hinknallen, kommt noch, keine Sorge. Wichtig vorab ist aber eigentlich ein Verständnis für geografische Informationssysteme und warum geografische Informationssysteme eine besondere Rolle in unserem Wirtschaftsleben einnehmen. Das möchte ich Ihnen anhand eines Beispiels bringen. Im Mittelalter und auch später hat immer die Cholera, die Pest und andere Seuchen gewütet in Europa. Und eine dieser Seuchen war beispielsweise die Cholera. Und es gab um 1850 herum in London einen Arzt namens John Snow. Der hat auf einer Karte von London hier mit schwarzen Punkten markiert die Cholera-Toten eingezeichnet. Und warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, weil er wissen wollte, warum sterben die Menschen, was ist die Ursache. Niemand hat das wirklich gewusst, heute wissen wir. Es ist sehr oft verseuchtes Wasser. Und exakt das war es. Wenn man sich diese Karte anschaut, dann sieht man eine Häufung von Cholera-Toten um diesen schwarzen Punkt. Und dieser schwarze Punkt, das ist die kontaminierte Quelle allen Übels. Andere Pumpen sieht man auch auf diesem Plan, da gibt es wenige Cholera-Tote. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Raum hier eine Rolle spielt. Die räumliche Nähe von Cholera-Toten zu einem Brunnen ist die Ursache für diese Verseuchung, ist die Quelle allen Übels. Und das Beispiel ist für mich die Urform geografischer Informationssysteme oder des Einsatzes geografischer Informationssysteme. Natürlich, weil es eine Technologie ist, die eng mit EDV und Computer zu tun hat, ist es halt so, dass sich die Entwicklung eng auch an die Leistungsfähigkeit von Computern und von IT-Lösungen orientiert. Man kann sagen, 1960 hat in Kanada zum ersten Mal begonnen, überhaupt eine Initiative, das Land zu vermessen, also Kataster, Grundstücke und Ähnliches. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde modernen GIS. In den 70er und 80er Jahren wurde das Ganze kommerzialisiert, hauptsächlich von der Firma Esri in Kalifornien, die hier Pionierarbeit geleistet hat und die erste kommerzielle Software, die hat damals ArcInfo geheißen, auf den Markt gebracht hat. Und Geomarketing, wie wir es heute kennen, ist eigentlich erst so 1999 entstanden. Das ist auch die Zeit, wo die Firma VideoGIS entstanden ist. Im Jahr 2000 ist das Ganze dann in das Web übersiedelt durch die zunehmende Verbreitung des Internets und 2010 waren dann so Trends wie GIS in der Cloud. GIS-Systeme selber sind im Wesentlichen Systeme für die Erfassung, die Bearbeitung, Analyse und eben die Präsentation räumlicher Daten. Und das geschieht nun mal mit entsprechender Hardware, also einem Computer, mit entsprechender Software dahinter. Und dafür braucht man natürlich auch die entsprechenden Daten, um damit die richtigen Anwendungen bauen zu können. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz das Funktionsprinzip erörtern, dann sehen Sie auch, was der Unterschied ist beispielsweise zu TAD-Systemen. Geografische Informationssysteme verarbeiten in aller Regel 3 Arten von Daten: Punkte, Linien und polygonbezogene Daten. Und das Entscheidende aber, und das ist der Unterschied zum Beispiel zu reinen Zeichenprogrammen oder Kartografieprogrammen, ist, dass sie eine Verbindung zu einer Datenbank haben. Und diese Verbindung zur Datenbank ist für jedes einzelne Objekt sichtbar und darstellbar. Beispielsweise nehmen wir einen Punkt her, dann sehen Sie, dass dieser Punkt eine Entsprechung in der Datenbank hat. Das heißt, der Punkt, die geografische Location, ja, ist mit einem Eintrag in der Datenbank verknüpft. Und das macht GIS so einzigartig und auch so vielseitig für eine Fülle von Anwendungen. Apropos Fülle von Anwendungen, was sind die Einsatzbereiche von GIS? Vielleicht an ein paar Beispielen dargestellt. Den Vermessungsbereich, ich habe es gerade vorhin erwähnt, das ist ein klassischer Bereich, die Vermessung von Grundstücken und Kataster und Ähnlichem. Auch in der Land- und Forstwirtschaft findet GIS sehr viel Verbreitung. Da geht es um die Kartierung von land- und forstwirtschaftlichen Gebieten, um Waldflächen und Ähnliches. Ja, bei Militär und Sicherheit, da darf ich Sie an den Ukraine-Krieg verweisen, da hat jeder, glaube ich, eine gute Vorstellung davon, wie wichtig der Raum ist. Gesundheit, tun Sie sicher noch erinnerlich, die großen Karten mit den durchseuchten Gebieten bei der letzten Corona-Pandemie vor 2 Jahren. Also auch hier kommt GIS stark zur Anwendung. In Geologie und Archäologie geht es natürlich eher um Steine bzw. um prähistorische Fundstätten, wo man versucht auch sehr genau den Fundort zu kartieren und mit den entsprechenden Attributen, also Sachdaten, zu hinterlegen
um dann Auswertungen machen zu können. Detto im Bereich Umwelt, Fair- und Entsorgung. Da unten sehen Sie jetzt 4 Kacheln, die in Orange dargestellt sind. Und das ist das, was wir gemeinhin als Business GIS oder Geomarketing bezeichnen. Business GIS ist eigentlich nur der englische Ausdruck für Geomarketing, der sich im deutschsprachigen Raum eher durchgesetzt hat. Was sind das für Anwendungsfälle? Transport und Logistik zum Beispiel. Denken Sie an die Formulierung oder die Definition von Vertriebs- und Außendienstgebieten oder auch an die Filialbelieferung, die ganzen Lieferkettenproblematik. Im ganzen Handelsbereich und im Immobilienbereich spielt natürlich der Standort eine wichtige Rolle. Hier geht es vor allem um Standortplanung, aber auch um Marketingaktivitäten, Direktmarketing, Out-of-Home-Werbung und Ähnliches. Finanzwirtschaft im weiteren Sinn umfasst Versicherungen, Banken, für die natürlich auch wichtig ist, Finanzprodukte oder Versicherungsprodukte an den richtigen Orten, an die richtigen Kunden und an die richtigen Zielgruppen zu bringen. Im Teil 2 möchte ich heute darüber sprechen, wie wir eigene Daten, die wir im Haus haben, die wir im Unternehmen haben, in Geomarketing-Systeme oder in GIS-Systeme bringen kann, um sie im Geomarketing nutzbar zu machen. Lassen Sie mich dazu vielleicht mit einer Antwort auf eine Frage beginnen, die mir häufig gestellt wird, nämlich die Frage, woher kommen meine Kunden? Denken Sie an ein Einkaufszentrum, ein Möbelhaus, einen Baumarkt. Sehr oft ist die erste Frage, ja, ich weiß ja gar nicht, woher meine Kunden kommen. Das ist insbesondere bei Laufkundschaft ein Problem. Die gängigen Methoden habe ich hier mal dargestellt. Eine der gängigen Methoden ist die Parkplatzerhebung. Dabei werden die Kfz-Kennzeichen auf einem Parkplatz erhoben. Das kann ganz gut funktionieren, zum Beispiel bei Baumärkten, wo die Leute von relativ weit herkommen, wo also ein großer Einzugsbereich herrscht. Kassenbefragung ist Ihnen vielleicht selber schon mal passiert, wenn an der Baumarktkasse gefragt wurde, darf ich Sie fragen, aus welcher Postleitzahl Sie kommen oder in welcher Postleitzahl Sie wohnen. Bewegungsmuster, das ist eine gängige Praxis seit einigen Jahren, wo man Bewegungsmuster aus Mobiltelefonzellenbewegungen analysiert. Und dann der ganze Bereich Geokodierung. Sie haben Daten Ihrer Kunden über Aufrechnungen, auf Lieferscheinen, aus Gewinnspielen etc. Die lassen sich auch auf einer Karte als Punkte visualisieren. Bin neulich in Schönbrunn vorbeigekommen. Was ist Schönbrunn? Schönbrunn, dort gibt es nicht nur ein Schloss, das ist in Wien, sondern es gibt dort auch einen jahrhundertealten, einer der ältesten Zoos in Europa, wirklich sehenswert, mit Kindern sehr, sehr nett. Und ich habe mir mal angeschaut, wie kann eigentlich für einen Zoo so eine Erhebung aussehen, woher meine Zoobesucher kommen. Denn ein Zoo ist vielleicht durchaus vergleichbar mit einem Einkaufszentrum zum Beispiel. Und zum einen einmal bin ich auf den Parkplatz gegangen dort und habe geschaut, was ist denn da, wo stehen die Autos und woher kommen die? Und zu meiner Verwunderung waren das relativ wenige Autos. Sie sehen es hier, gut, es war ein Sonntagvormittag, aber eigentlich ein Sonntagvormittag wäre eigentlich auch der richtige Tag, um mit Kindern in den Zoo zu kommen. Und ja, die Parkplatzerhebung hat mit Sicherheit die Schwäche, dass sie zum Beispiel Leute, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, halt nicht erreichen. Eine weitere Schwäche besteht darin, dass Leute ein W, in München halt ein M, in Berlin ein B, auf dem Auto stehen haben, aber natürlich München, Wien, Berlin ist groß. Ja, woher kommen die jetzt? Also das heißt, die Genauigkeit der Kennzeichenerfassung lässt zu wünschen übrig. Besser geht es schon, wenn man Bewegungsmuster mit von Mobiltelefonen erhebt. Diese Daten kann man kaufen beispielsweise. Und da gibt es einen grünen Punkt, den sehen Sie auf der Karte, ziemlich genau in der Mitte. Das ist der Zoo, für alle Nicht-Wiener und Nicht-Österreicher. Und diese blau markierten Straßen sind nun jene Straßen, die die Leute genommen haben, um in den Zoo zu kommen. Und das weiß man deshalb, wenn man die Mobiltelefondaten von jenen Leuten, die den Zoo besucht haben, anonym selbstverständlich auswertet. Und so bekommt man diese Analyse. Wir bezeichnen sie auch oft als Krampfadernanalyse, ob dieser Form und dieses Aussehens. Aber das ist eine sehr vernünftige Form, um herauszufinden, woher meine Menschen kommen, die mich besuchen. Und die beste Methode natürlich ist es, wenn ich eine Adresse habe. Was bei einem Zoo schwierig ist, weil Sie können ja nicht, wenn jemand sich eine Tageskarte für den Zoo kauft, fragen, ja und wie ist Ihre Adresse, wo wohnen Sie? Ja? Also man kann natürlich eine Kassenbefragung machen, ja, aber dann kommt man über die Postleitzahl meist auch nicht hinaus. Das Beste und das Genaueste, wenn man es hat und wenn man es zugänglich hat, und viele haben das zugänglich, ist, wenn ich die Adresse habe, etwa in Form einer Jahreskarte, einer Stammkundenkarte, einer Kundenkarte oder auch aus Einkäufen. So eine Karte hat zum Beispiel auch der Zoo, die heißt Zoocard und die kann man dann dort lösen
und da meldet man sich dann an mit seinem Namen und im Endeffekt hätte der Zoo dann so etwas, was Sie sicher kennen und sehr vergleichbar mit dem ist, nämlich eine Liste von Kunden. Da steht der Vorname, der Nachname, die Straße, die Hausnummer, der Postleitzahl, der Ort. Ich glaube, wir kennen das alle. Und wenn man dann noch Daten über Umsätze und Bestellungen oder Besuche hinausspielt, dann hat man noch zusätzliche Informationen. Also das sind so die klassischen Daten, wie wir sie alle kennen, wie sie dann meistens in Excel oder in irgendeiner Datenbank vorliegen und dargestellt werden. Das ist nützlich, das ist schön, das ist toll, aber es ist natürlich für weitergehende räumliche Analysen zu wenig. Was es braucht daher, sind zumindest Koordinaten. Und das sehen Sie jetzt in diesen Spalten J bis K. Das sind die Koordinaten, die wir ermitteln, damit wir sozusagen zu jedem Eintrag in dieser Tabelle sagen können, wo sich der räumlich bewegt. Und wenn ich das gemacht habe, diese Zuordnung von einer Adresse zu einer Koordinate, dann sehen Sie etwas, was ungefähr so aussieht. Das ist quasi jetzt die optische Entsprechung des Excels, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe gerade, auf einer Karte. Die Punkte repräsentieren jeweils einen Eintrag einer Zeile im Excel. Wie aber funktioniert das? Das nennt man Geokodierung. Sie haben als Ausgangspunkt eine Tabelle mit Adressen, das kann sowas sein wie das erste Excel, was ich gezeigt habe, und dieses wird abgeglichen mit Hilfe eines sogenannten Matching-Algorithmus mit einem Referenzdatenbestand. Das kann eine Referenzadresse sein, es kann aber auch ein Straßennetz sein. Und das ist halt von Land zu Land unterschiedlich und da gibt es halt unterschiedliche Qualitäten. Im Endeffekt aber, und das zählt, bekomme ich als Ergebnis eine Verbindung aus meiner Kundentabelle mit diesem Raumbezug der Referenzadressen und kann beides miteinander in Beziehung setzen und vererben. Dieser Vorgang heißt Geokodierung. Klingt kompliziert, ja? Ist es aber nicht. Denn, und das ist das Gute, wir bieten Ihnen mit der Software Joinaddress eine erprobte 20-jährige Lösung mittlerweile an, die von vielen, vielen Unternehmen genutzt wird und die wirklich leistungsfähig und einfach zu bedienen ist vor allem. Probieren Sie es aus. Wir bieten Ihnen an, testen Sie es mit 800 eigenen Adressen in einem Excel. Registrieren Sie sich, rufen Sie auf geocoder.com und laden Sie 800 Adressen hoch. Sie werden sehen, wie verblüffend einfach es ist, die sofort zu geokodieren, mit Koordinaten zu versehen. Und ja, Sie können dort auch das Ergebnis sofort auf einer Karte betrachten. Ich lade Sie ein, unter geocoder.com das zu machen. Probieren Sie es aus, Sie werden erstaunt sein, wie gut und zuverlässig das funktioniert. Eigene Daten, Kunden, Interessenten, Online-Käufer und Ähnliches bilden also meine Ausgangsbasis und diese Ausgangsbasis finde ich in meinen CRM-Systemen, in den Kundendateien, Bestellwesen, Marketingdateien und Ähnlichem in meinem Unternehmen. Natürlich ist das nur die eine Seite, Sie können es erahnen, die andere Seite ist noch leer, da kommt jetzt was, wenn ich drücke und so ist es auch. Die zweite Quelle sind externe Daten. Man muss nicht alle Daten geokodieren und alles selber machen. Man kann Daten auch beziehen, man kann sie kaufen, man kann sie erwerben, man kann sie ja sogar kostenfrei herunterladen und verwenden. Diese externen Daten werden von Datenpartnern bereitgestellt und enthalten eine ganze Fülle an tollen Informationen, die man für Analysen verwenden kann. Und damit das hier nicht zu langweilig wird, möchte ich Ihnen das gleich an einem Beispiel zeigen. Wir haben einen Datenpartner, das ist AZ Direkt, und der bietet soziodemografische und demografische Daten für Deutschland, Österreich, die Schweiz und andere Länder auf unterschiedlichen Granularitäten, also Genauigkeiten an. Was Sie hier sehen beispielsweise ist ein 10 Kilometer Raster und hier dargestellt ist der Anteil der Familien in unterschiedlicher Farbe. Das heißt, je dunkler, je grüner der Bereich ist, desto höher ist der Anteil der Familien und je heller, desto geringer ist der Anteil. Was man auf dieser Karte übrigens sehr gut sehen kann, ist die Tatsache, dass in urbanen Bereichen, schauen Sie mal auf Augsburg, Ingolstadt, Ulm und natürlich München, der Anteil der Familien geringer ist, typisch, viele Singles wohnen in Städten,
während im ländlichen Bereich der Anteil höher ist. Aber ist das immer so? Stimmt das immer so? Ja, das ist eine Frage der Perspektive, denn die Daten sind viel feingranularer noch verfügbar. Schauen wir jetzt mal auf München und gehen wir in die nächste Ebene hinein. Was Sie da sehen, ist ein Zoom, also eine Vergrößerung des Raumes München und gleichzeitig eine Änderung des Datenprodukts von 10 auf 1 Kilometer. Ja, wir sind da durchaus bestätigt. In München haben wir einen geringen Anteil an Familien und im Umland ist er höher, aber eben auch nicht überall und wir sehen schon ein differenzierteres Bild. Und jetzt schauen wir noch tiefer rein. Schauen wir zum Beispiel einmal nach Nordosten in München, nach Bogenhausen. Aha, wir sind jetzt auf einem Raster von 100 Meter und wir sehen ein sehr differenziertes Bild. Es gibt durchaus Gebiete, wo es einen hohen Anteil Familien gibt und Gebiete mit einem geringeren Anteil an Familien. Also die Aussage, in ganz München und in den Städten gibt es einen geringeren Anteil an Familien, ist zwar grundsätzlich richtig, aber bei der Detailbetrachtung finde ich schon immer noch auch Gebiete, wo das eben nicht stimmt. Und das ist natürlich jetzt zum Beispiel, wenn Sie an den Bereich Standortplanung denken, eine relevante Geschichte. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz noch auf diese externen Daten, die man da erwerben kann, eingehen. Ja. Sie finden auf unserer Homepage übrigens unter Geodaten, Marktdaten eine schöne Aufstellung dieser Daten. Bei demografischen Daten wie über die Bevölkerung, beispielsweise über die Altersgröße, so haben wir jetzt gerade gesehen vorhin. Ja. Daten über die Kaufkraft sind auch wichtig. Typologien, das folgt der Logik, dass es ja oft Gebiete gibt wie Villengegenden oder eher migrantisch geprägte Viertel oder Studentenviertel oder Viertel, wo viele junge Leute wohnen oder ländlich geprägte Gegenden. Die Einteilung der Räume mit solchen Typologien kann durchaus hilfreich sein, um sein eigenes Geschäft möglichst gut abbilden zu können. Sozioökonomie sind Daten über beispielsweise Berufe. Bewegungsmuster, da haben wir schon was gesehen vorhin. Das war diese Geschichte mit den Mobiltelefonen beim Zoo, Sie erinnern sich. Passantenfrequenzen, das war immer ein beliebter Studentenjob, da hat man sich auf die Einkaufsstraße gestellt und dann gedrückt, wie viele Leute vorbeigehen. Heute machen das Kameras. Da geht es darum, dass man weiß, vor allem in Einkaufsstraßen, wie viele Leute kommen vorbei. Diese Daten gibt es. Kann sehr nützlich sein, wenn ich einen neuen Standort eröffnen will zum Beispiel. Daten über Betriebe sind hauptsächlich Branchen und Unternehmen. Transport und Verkehr, das betrifft vor allem den öffentlichen Personennahverkehr, auch wiederum wichtig, weil das Magneten sind, wo viele Leute an sind. Wahlen und Politik, natürlich spielt das eine Rolle. Denn das Wahlverhalten reflektiert ja auch wieder ein bisschen die Typologien. Das heißt, alle Daten hängen natürlich irgendwie miteinander zusammen. Landwirtschaftsdaten sind Daten über Ackerbau, landwirtschaftliche Aktivitäten. Tourismus sind Tourismusbetriebe und Ähnliches. Und es gibt also, wie gesagt, noch eine Fülle. Schauen Sie rein. Sie werden sehen, da sind tolle Dinge dabei und vielleicht für das eine oder andere Projekt, das Sie anstreben oder machen, genau das Richtige. Also, fassen wir, was wir bis jetzt gemacht haben, einmal ganz kurz zusammen gedanklich. Wir haben gesprochen über eigene Daten. Kundendaten zum Beispiel gehören dazu, die ich aus Gewinnspielen, Rechnungen, Lieferscheinen ableiten kann und dort vorgehalten habe und geokodiert habe. Und ich kann Daten zukaufen. Ich habe jetzt Kaufkraft als Beispiel genommen. Diese Daten wollen wir vorderhin als eigene Unternehmensdaten bezeichnen und diese als externe Daten. Der Clou und das Entscheidende ist nun die Analytik. Denn was ich nun machen kann, ist, die externen Daten mit den eigenen Daten in eine Beziehung zu setzen, um einen Lerneffekt zu erzeugen. Zum Beispiel eine Erklärung, warum ich am Standort A mehr Umsatz generiere als am Standort B. Vielleicht, weil dort weniger Leute wohnen, um es ganz einfach zu machen. Vielleicht, weil die Kaufkraft niedriger ist. Das heißt, Erklärungen zu finden. Und um Erklärungen zu finden, brauchen wir Analytik. Und um Analytik machen zu können, brauchen wir GIS-Software. Ich möchte Ihnen nämlich heute die 3 für mich persönlich zu glauben wichtigsten Geomarketing-Methoden vorstellen und dann in weiterer Folge noch ein paar andere Methoden erklären, die häufig zum Einsatz kommen und die sehr charmant sind und die Sie in Verbindung mit den geeigneten Daten für Ihre Fragestellungen nutzen können. Jetzt stelle ich einmal eine Frage, wer von Ihnen weiß eigentlich, was ein Overhead-Projektor ist? Ja? Vielleicht kann man das im Chat einmal hineinschreiben mit einer ganz kurzen Erklärung oder kenne ich nicht. Ja? Würde mich nämlich mal interessieren, denn die erste Analyse, die ich Ihnen vorstellen möchte, die trägt nämlich den Namen Overlay-Analyse. Und das kam so, vor 20 Jahren
habe ich mir gedacht, das ist eigentlich sehr gescheit. Das funktioniert wie am Overhead-Projektor, wo man die Folien übereinander legen kann. Und so hatten wir am Anfang auch präsentiert, lange bevor es PowerPoint und ähnliche Tools gab. Und das ist aber eigentlich jetzt auch die Logik. Ja? So, stellen Sie sich vor, wie Folien, die man übereinander legt. Die erste Folie ist die Folie Kaufkraft. Die zweite Folie ist die Folie Alter 20 bis 39 Jahre und die dritte Folie ist die Folie Familien. Und dann klassifiziere ich. Klassifizieren heißt, ich nehme jetzt eine bestimmte Merkmalskombination heraus, etwa besonders hoch. Ja, besonders hoch in Prozent ausgedrückt, wo es besonders viele Familien gibt, das färbe ich dann rot ein. Wo es besonders viele 20- bis 40-Jährige gibt, ebenfalls rot und bei der Kaufkraft genauso. Wenn ich die Folien, und zwar nur die roten Bereiche, übereinander lege, dann kristallisieren sich jene Bereiche hinaus, auf denen alle Kriterien zutreffen. Und das Ganze natürlich nicht nur in einer Grafik, sondern, und das ist ja das Besondere beim GIS, auch in der Datenbank. Diese Form der Analyse wird als Overlay-Analyse bezeichnet und ist eine der gängigen und bekannten Methoden. Okay, da hat einer geschrieben, so dunkel kann ich mich noch erinnern an den Overhead-Projektor. Bin in den 60ern geboren, daher kenne ich den Vorgänger von Leon. Und dann viele, oh ja, gut. Das heißt, den Begriff Overlay-Analyse brauchen wir nicht umzudeuten. Es gibt immer noch viele Leute, die wissen, was ein Overlay ist. Gut. Die zweite Analyse, die ich Ihnen zeigen möchte, da geht es um Folgendes. Es geht darum, Räume zu aggregieren. Das ist eine Fähigkeit, die GIS-Systeme können. Was heißt Räume aggregieren? Nehmen wir mal an, wir haben externe Potenziale, wie zum Beispiel Haushalte, um es einfach zu machen. Und wir haben interne Potenziale, wie zum Beispiel die Anzahl der Kunden. Wenn ich beides miteinander in Beziehung setze, so wie beim vorigen Beispiel bei der Overlay-Analyse, dann kann ich zum Beispiel errechnen eine Kennzahl wie Kunden je Haushalt. Das ist einfach nur meine Division. Denn indem von beiden Gebieten habe ich ja beide Werte, also kann ich das auch dann dementsprechend dividieren und kann sagen, okay, 1200 durch 2500 ergibt 0,48 oder 48%. Marktanteil, wenn Sie so wollen. Das kann ich für viele Bereiche und Gebiete machen. Spannend wird es aber dann, wenn es darum geht, Gebiete zu definieren, in denen man Aktionsgebiete zu definieren, Marketinggebiete zu definieren, Vertriebsgebiete zu definieren. Und da bietet GIS eine unglaubliche Möglichkeit, zum Beispiel nämlich anhand der Zahlen und Fakten, ja, neue Gebiete zu formen. Sie sehen hier, wir haben 5 Gebiete, hier haben wir nur mehr 3 Gebiete. Warum ist das so? Weil wir gesagt haben, naja, wir ziehen A1 und A2 aufgrund bestimmter Kriterien zusammen. Diese Art von Analyse ist die Aggregation und die spielt eine wichtige Rolle. Es wird oft gemacht, dass man aus bestehenden, zum Beispiel postalischen oder politischen Gliederungen wie Gemeinden oder Landkreisen oder Bezirken neue Gebiete formt und die dann etwa im Vertrieb nutzt. Bei der dritten Analyse geht es eigentlich um die visuelle Darstellung, eine bessere visuelle Repräsentation. Sie erinnern sich an die Grafik mit den vielen Punkten in Österreich. Da war nichts mehr zu sehen in Wahrheit. Und das ist oft ein Problem. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Abhilfe kann hier diese Art der Analyse machen, wo wir versuchen zu abstrahieren. Das ist eine Abstraktionsanalyse. Das heißt, wir nehmen einen künstlichen Raster her, der sehr engmaschig ist. Und dann verschneiden wir diesen Raster mit den Punkten zum Beispiel und schauen, wie viele Punkte liegen in dieser Rasterzelle und welche Eigenschaften haben diese Punkte. Und wenn ich diese Informationen auf diese Rasterzelle übertragen habe, dann kann ich zum Beispiel Dichtekarten erstellen. Und Sie werden mir zustimmen, dass bei der Abstraktion von einer punktuellen Darstellung hin zu einer Dichtekarte es eine optische Verbesserung gibt und man mit einem Blick sieht, was hier Sache ist. Äußerst geeignet für Vorstand und fürs Reporting. Denn man sieht komplexe Sachverhalte relativ schnell und übersichtlich. Diese 3 Analysen wollte ich Ihnen am Anfang und jetzt auch ein bisschen detaillierter ans Herz legen, deswegen habe ich das ein bisschen detaillierter gemacht. Das ist etwas, das ist Brot und Butter im Geomarketing, wird immer wieder verwendet und das sollte man mal gehört haben, weil auch diese Begriffe als Fachbegriff sehr oft vorkommen und hier geht es ja um Einführung heute. Das heißt, ich bemühe mich ja, hier Ihnen näher zu bringen,
was die grundsätzlichen Dinge sind. Jetzt kommen ein paar Methoden, die Sie vielleicht auch für das eine oder andere Projekt in Erwägung ziehen könnten und daher scheint es mir angebracht, darüber mal kurz zu sprechen. Jetzt gehen wir wieder mal eine Ebene höher, schauen uns einmal an Westeuropa beispielsweise, von Deutschland bis Großbritannien. Mal eine Verteilung von Punkten und Aufgabenstellung ist ganz simpel. Mach mir 9, 10 Gebiete, die in etwa gleich viele Kunden beinhalten. Das ist die Methode des Clusterings. Das heißt, wir haben hier dann unterschiedliche Gebiete, die in Form von Kreisen dargestellt werden. Die sind unterschiedlich groß, die Kreise, haben unterschiedliche Durchmesser. Das ist dahin begründet, dass versucht wird, möglichst eine gleiche Anzahl von Punkten in einem Kreis zu bringen. Das ist aber eigentlich nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist vielmehr, dass wir vernünftige Zentren für diese Punkte bekommen oder Mittelpunkte dieser berechneten Kreise bekommen. Wenn Sie sich jetzt diese Karte zum Beispiel anschauen, da sehen wir nur mehr die Punkte jetzt herausgehoben, also nicht mehr die Kreise, dann sehen Sie, dass der eine relativ vernünftige Aufteilung gemacht hat in dieser Clusteranalyse. Gewiss, es ist nicht alles ganz sinnvoll da, muss man halt vielleicht nach Hamburg oder Berlin setzen oder das nach Brüssel schieben oder das nach London schieben, aber im Grunde hat er ganz gut den Raum erklärt und beschrieben und das kann ich natürlich nicht nur im Großen machen, wie hier jetzt in Europa, sondern auch sehr kleinräumig machen. Und das macht schon Sinn und deswegen ist die Clusteranalyse eine wichtige Analyse. Im zweiten Fall geht es um das Thema Routing. Routing kennen Sie alle, weil Sie sicher schon einmal mit Navigationssystemen zu tun hatten. Entweder haben Sie das in Ihrem Auto oder Sie haben es am Handy probiert oder am Mobiltelefon probiert. Annahme, wir wollen von Triest nach Luxemburg. Die einfachste Art, das zu bewerkstelligen, ist, man nimmt das Flugzeug, das sieht man hier auf diesem gelben Strich, und fliegt. Machen wir natürlich keine Linie, weil wir wissen, die Erde ist rund, daher hat es eine leichte Krümmung. Zweite Möglichkeit, ich nehme das Auto, dann brauche ich irgendeine Maschine, eine Routenmaschine, die in der Lage ist, mir anhand des Straßennetzes die schnellstmögliche Route zu berechnen. Gleiches gilt für die Bahn. Gar nicht so einfach. Ich will mit der Bahn fahren. Dann muss ich eine Routenmaschine haben, die in der Lage ist, die entsprechenden Streckenabschnitte, die mit der Bahn bewältigbar sind, darstellen kann. Und wenn ich dann sage, okay, ich will nicht nur Bahn, ich will nicht nur fliegen, ich will nicht nur mit dem Flugzeug oder Auto fahren, sondern ich will auch mit dem Schiff fahren, dann ist das auch das möglich. Aber dann ist es natürlich ein Umweg. Und wenn Sie alle drei Methoden jetzt nebeneinander stellen und vergleichen, ja, dann sehen Sie auch, dass da große Unterschiede sind. Die Flugdistanz sind nur 720 Kilometer. Wenn Sie mit dem Schiff fahren, sind es schon gleich 2700 Kilometer. Und daher macht das natürlich sehr wohl einen Unterschied und es ist sehr wichtig, dass es eine solide Routenfunktionalität gibt, auf die man setzen kann für die diversen Analysen, die man macht. Sie werden jetzt noch ein paar Analysen sehen, wo Routen eine wichtige Rolle spielen. Bei der Distanzmatrix, das ist gleich die nächste zum Beispiel. Worum geht es bei der Distanzmatrix? Auch ein gängiges Verfahren. Ich habe einen Ausgangspunkt, eine Filiale, einen Standort, eine Fabrik, was auch immer, einen Flughafen, einen Bahnhof. Und Zielsetzung ist es einfach, meine Kunden zu klassifizieren, wie weit sie von diesem Punkt entfernt sind. Und das sieht man dann eh schon hier. Ausgangspunkt war hier zum Beispiel in Düsseldorf und ich färbe das jetzt einfach unterschiedlich nach der Distanz ein. Bedenken Sie bitte immer, wir sind in einem GIS-System, das heißt, wir haben die Kundendaten und wir haben berechnete Werte, eben die Distanz von meinem Standort weg. Beides kann ich natürlich wieder in eine Beziehung setzen, kann ich wieder vererben und kann mit diesen Daten wiederum weiterrechnen. Vererbung, auch ein Stichwort. Vererbung ist auch eine wichtige Funktionalität. In folgendem Beispiel nehme ich Versicherungsverträge her für Sachversicherungen und ich nehme Flutriskendaten her. Die UNO erstellt beispielsweise eine Karte der Flutrisken. Und ich habe Versicherungsverträge. Ich möchte jetzt wissen, welche Versicherungsverträge liegen in Gebieten mit einem hohen Flutrisiko. Das ist die Karte der Flutrisken. Das war die Karte der Versicherungsverträge. Jetzt tun wir zaubern, GIS, und wir bekommen eine Karte, die uns zeigt, jene Versicherungsverträge, die in Gebieten liegen mit einem hohen Flutrisiko. Was habe ich da gemacht? Ich habe die Information der einen Datenschicht, nämlich der Flutrisken, auf meine Kundendaten vererbt. Und daher ist diese Vererbung eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Da sehen Sie es jetzt noch einmal auf dieser Karte. Das heißt, hier haben wir, damit Sie mir das auch glauben,
Hier haben wir beide Datenbestände jetzt übereinander gelegt und da sieht man das auch sehr schön entlang des Rheines, beziehungsweise da unten ein bisschen an der Donau, sieht man, wie diese Daten verteilt sind. Isochronen, das ist auch ein Thema, das immer wieder kommt und das immer wieder wichtig ist bei Auswertungen. Da geht es um die Frage, wie weit muss ich fahren von einem Standort, wie weit kann ich fahren und wie weit ist dieser Raum? Mit anderen Worten, der Einzugsbereich. Wenn Sie jetzt beispielsweise rund um Düsseldorf einen 5, 10, 15, 20, 25 Minuten Buffer berechnen wollen, dann können Sie das mit Hilfe von Isochronen machen und dann kommt ein Gebilde heraus, das in etwa so aussieht. Was sieht man da? Das sieht man ausgehend von Dingen. Der erste, ich muss mich vielleicht da herstellen, dann sieht man es, kann man es besser erklären. Das erste Polygon ist praktisch 5 Minuten Fahrzeit, das ist noch relativ klein. Das zweite ist dann 10 Minuten, 15 Minuten und so weiter, bis, und Sie sehen es beim größten, 25 Minuten, da kommt man da schon fast bis Köln unten im Süden. So, jetzt werden Sie natürlich zu Recht sagen, wie kommt der Herr Magenschap auf sowas? Wieso berechnen Sie da so einen Einzugsbereich? Naja gut, das sind Straßennetze dahinter und so wie Sie von A nach B routen können, so können Sie so lange fahren, bis Sie eine bestimmte Fahrzeit erreicht haben. Das ist eigentlich die Logik, die dahinter liegt. Natürlich ist die Qualität der Daten entscheidend. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel von Stachus in München, anhand von unterschiedlicher Daten, was es heißt, wenn man 10 Minuten Einzugsbereich wählt. Das erste Beispiel, in blau gehalten, sind die Daten, die auf dem OpenStreetMap-Projekt beruhen. Und da sehen Sie, die sind relativ liberal und nicht so genau, da geht es also ziemlich weit hinaus. Während die anderen Daten, beispielsweise die in lila gehalten sind, von TomTom stammen. Und da finden zum Teil auch Echtzeitdaten Anwendung, da finden aber auch historische Verkehrsdaten Anwendung und die sind natürlich sehr viel präziser und auf das auch spezialisiert. Letztlich ist das eine Frage der Kosten, denn die OSM-Daten mögen zwar kostenfrei sein, die Frage ist aber, ob die Genauigkeit dann auch ausreicht. Genau um diese Frage zu klären, gibt es unsere Berater. Wir kennen die Daten, wir wissen die Anwendungsfälle, wir kennen die Möglichkeiten dieser Daten. Darüber muss man sprechen, das ist ein Detailproblem, ich weiß es schon, aber etwas, was man ansprechen muss, damit man eine adäquate Antwort auf seine Problemstellungen bekommt. Antwort auf Problemstellungen, das bringt mich gleich zum Teil 4. Welche Werkzeuge und Tools kommen bei uns zum Einsatz? Jetzt kommt sozusagen ein bisschen der Werbeteil, denn Sie werden verstehen, wir müssen jetzt ein bisschen auch für Fleisch in unserer Suppe sorgen und da werde ich mir jetzt erlauben, Ihnen jene Produkte vorzustellen, die für uns wirklich sehr, sehr wichtig sind im Geomarketing. Joinaddress haben wir schon kennengelernt und ich habe Ihnen schon die Möglichkeit eröffnet, das einmal auszuprobieren. Gute Software, einfach zu bedienen, hervorragende Ergebnisse, wirklich weltweit einsetzbar und stark genutzt. VigeoWeb ist unsere webbasierte Geomarketing-Lösung. Das ist ein sehr universelles Werkzeug, das für viele Fragestellungen herangezogen werden kann und viele der Analysen, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe und Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe und auch Daten, über die ich gesprochen habe, zum Einsatz bringt. Und damit können durchaus komplexe und komplizierte Fragestellungen beantwortet werden. Vigeo Standort ist eine sehr einfache, aber sehr charmante Lösung für all diejenigen, die Standortfragestellungen haben. Standortfragestellungen haben viele Leute und haben viele Unternehmen und haben viele Branchen. Und daher war es für uns wichtig, ein Werkzeug zu schaffen, das im Web funktioniert und das einfach geht. Vigeo Standort kann das, ich werde das gleich mal herzeigen nachher. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie sind schon Experte im GIS, dann kann ich Ihnen Cookies oder eben auch AKIS ans Herz legen. Das ist sowas wie das Expertensystem. Das ist eine Desktop-basierte Software, aber ja, man muss sich damit gut auskennen. Aber dann kann man alle diese Analysen und Methoden anwenden, die ich vorhin gezeigt habe, zu Fuß selber. Dadurch sind sie natürlich super flexibel, viel flexibler als mit einer Weblösung. Aber es ist natürlich ungleich schwieriger zu bedienen. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Software, unter Geomarketing-Software auf unserer Homepage lade ich Sie ein, einen Blick drauf zu werfen. Da finden Sie auch vertiefende Informationen und selbstverständlich wird in den Webinaren immer wieder auf diese Produkte eingegangen. Das sind die Kernprodukte der VigeoGIS. Ja, schauen wir uns Vigeo Standort jetzt einmal an. Vigeo Standort ist sehr charmant. Oft kommt es vor, dass ein Filialist zum Beispiel Angebote von Immobilienfirmen bekommt. Schauen Sie, wir hätten da einen guten Standort, wollen Sie sich das nicht einmal anschauen? Ja schon, nur jetzt ins Auto steigen und 500 Kilometer fahren, um einen Standort anzuschauen, mittelgut und dann ist der Standort nicht gut. Es ist doch schon gut, eine Vorauswahl treffen zu können. Und genau dafür wurde Vigeo Standort geschaffen.
trage eine Adresse ein und schaue nach, was dort gibt und ob das für mich überhaupt einmal grundsätzlich in Frage kommt und wenn nicht, dann schicke ich halt das herzlichen Dank, aber für uns nicht interessant Mail. Oder vice versa, einen interessanten Standort besuche ich. Wie funktioniert das? Ich zeige es Ihnen an einem Beispiel der Adresse Hansalgasse 3, das ist unser Firmenstandort in Wien. Man geht her, definiert einen Buffer, eine Isochrone. Kennen Sie schon, haben wir vorher schon besprochen, was eine Isochrone ist. Hier 5, 10 Minuten zu Fuß oder 5 Minuten mit dem Auto. Das schaut dann in etwa so aus, das sind 3 Bereiche. Und für diese Bereiche möchte ich jetzt einen Report erstellen. Und das ist dann der 3. Schritt. Bitte Report. Und was Sie bekommen, ist Ihnen wohlvertraut. Es dauert ein bisschen, sage ich gleich dazu, bis so ein Standortreport erstellt ist, ein paar Sekunden. Aber dafür, das, was Sie bekommen, lohnt sich allemal. Sie bekommen zum Beispiel, wie in diesem Fall, einen 10-seitigen Report, bestehend aus einer Detailkarte mit den für Sie interessanten Mitbewerbern. Sie bekommen noch einmal den Einzugsbereich, also das ist das, dargestellt. Und Sie bekommen eine Unzahl an Statistiken, die Sie sich näher ansehen können, wie zum Beispiel solche Statistiken, die auf einen Blick zeigen, wie dieser Standort bestellt ist. Das heißt zum Beispiel im ganz Konkreten haben wir hier im Landesdurchschnitt fast 28% junge Menschen in allen Einzugsgebieten, die wir betrachten, aber nur 24%. Das heißt, wir haben hier weniger junge Menschen. Wenn Sie jetzt ein Produkt haben oder eine Marke haben, die sich an junge Menschen richtet, ist das vielleicht nicht der optimale Standort. Das ist die Aussage. Aber es gibt natürlich auch die Hard Facts dazu und die werden mitgeliefert in Form von Tabellen. Das sehen Sie hier. Für jeden dieser definierten Bereiche, 5 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten Auto, bekommen Sie alle Fakten schön zusammengestellt. Und das ist natürlich jetzt schon sehr gut, weil Sie machen ja Marktforschung. Sie wissen ja über Ihre eigenen Standorte Bescheid und Sie wissen ja, welche Leute zu Ihnen ins Geschäft kommen, zu Ihnen in die Filiale kommen, wer Ihre bevorzugte Zielgruppe sind. Und wenn Sie diese Zielgruppe hier wiederfinden und die Parameter so legen und die Schranken so legen, dass das für Sie interessant ist, dann haben Sie den idealen Standort gefunden. Das heißt, Vigeo Standort ist in der Lage, relativ schnell Ihnen hier Auskünfte zu geben über Standorte in ganz Europa, auf der ganzen Welt, je nachdem, wo Sie das einsetzen wollen. Und das ist natürlich schon ein riesiger Benefit. Im 5. Teil meines Vortrages möchte ich Ihnen noch ganz kurz darauf eingehen, wo Unternehmen Geomarketing letztlich einsetzen. Es gibt da eine Matrix, die Sie sich ansehen können. Marketing, sehr stark im Bereich der Out-of-Home-Werbung, der Marktforschung und im Direktmarketing. Das sind so die Domänen, wo Geomarketing zum Einsatz kommt, beispielsweise in der Plakatwerbung. In der Standortplanung, wir haben heute viel über Standortplanung gesprochen, das ist eine Domäne, aber natürlich auch in der Außendienst- und Vertriebsgebietsplanung. In der öffentlichen Wirtschaft haben wir sehr starken Einsatz von Geomarketing im Bereich Förderungen, Bedarfsplanung und der Versorgung. Und zunehmend wichtig ist Geomarketing im Managementbereich. Es ist halt nun mal ein Entscheidungstool und es ist halt nun mal wichtig, anhand von Fakten und Daten Entscheidungen zu treffen. Und daher spielt im Controlling und in der Netzplanung oder auch in der Expansion Geomarketing eine zunehmend wichtige Rolle. Wenn Sie es jetzt genauer wissen wollen, wer unsere Systeme nutzt und wer Geomarketing einsetzt, wir haben über 30 ganz konkrete Stories. Einige davon haben wir in Webinaren vorgestellt, beziehungsweise stellen sie laufend in Webinaren vor. Andere werden beschrieben. Über 30 solcher ganz konkreter Stories können Sie unter Case Studies Geomarketing auf unserer Homepage abrufen. Ich möchte nur ein paar herausgreifen. Zum Beispiel ein Produzent für Landmaschinen wie Glas ist weltweit tätig. Mit Geomarketing analysieren Sie weltweit Ihre Vertriebsgebiete und machen dort Territorienmanagement. Ein zweites Beispiel, das auch interessant ist, ist Rechtsanwälte. Was haben Rechtsanwälte mit Geomarketing zu tun? Nun, da geht es um den ganz großen Bereich des Wettbewerbsrechts. Also Leute aus Deutschland werden wahrscheinlich die Problematik kennen mit den Kassenverträgen für Kassenärzte, die eine bestimmte Anzahl an Haushalten aufweisen müssen, um einen Kassenvertrag zu bekommen. In Österreich gibt es Ähnliches und vor allem gibt es dort auch noch sowas wie eine Apothekenverordnung. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Bereich der Fusionen. Wenn Unternehmen fusionieren, dann kommt es zu fusions- und wettbewerbsrechtlichen Verfahren. Und da müssen genau diese Daten, über die man spricht, mitgeliefert werden in den Verfahren. Ja, da ist Geomarketing eine sehr hilfreiche Sache. Im Bereich Handel, JYSK oder ANWR Group zum Beispiel sind 2 Vertreter, die sehr viele Standortanalysen machen und Marketing und Vertrieb machen
für potenzielle Standorte. Und die Erste Bank als Beispiel für den Bereich, den Finanzdienstleistungsbereich, machen standortbezogenes Filialmarketing schon seit vielen Jahren. Aber damit ist die Erste Bank nicht allein. Es sind sehr viele Banken, die das nutzen, Geomarketing. Und natürlich auch sehr viele Versicherungsinstitute. Ein Beispiel für Versicherungen haben wir vorhin bei den Flutrisiken gesehen. Und Sie haben schon eine Idee, was man machen kann, wenn man Adressen von Kontrakten und Verträgen hat. Dann kann man sie mit vielen anderen Daten in eine sehr sinnvolle Beziehung setzen. Seit 2 Jahren arbeite ich sehr stark im Bereich Glasfaserausbau und Telekom. Fragen wie zum Beispiel die Ermittlung von Distanzen von Straße, Grundstück, Haus, darüber haben wir eigentlich nie Gedanken gemacht. Dabei ist das sehr, sehr wichtig, weil zum Beispiel im Verkauf und Vertrieb von Glasfaserprodukten ist es halt essentiell zu wissen, mit welchen Kosten ist zu rechnen, wenn ich ein Grundstück oder ein Haus an mein Glasfasernetz anschließen möchte. Also das sind Fragen, wo wir im Vorfeld schon mit Geomarketing ermitteln können, um welche Größenordnungen es geht und damit in der Angebotsphase bereits ein äußerst hilfreiches Tool zur Verfügung stellen können. Also Sie sehen, das Spektrum ist breit und ich möchte das da jetzt nicht zu weit ausbreiten, sondern Sie einfach darauf verweisen, lesen Sie sich diese Case Studies durch. Geomarketing ist in so vielen Branchen zu Hause, dass ich jetzt jeden Rahmen sprengen würde, wenn ich über jede einzelne Branche spreche. Zum Schluss aber möchte ich noch ganz kurz darüber sprechen, was die Zukunft bringt. Weil die Zukunft ist für uns immer ein Thema in der WGOGIS. Nun, klar, wenn ich jetzt über Zukunft spreche, dann muss jetzt KI stehen, weil KI ist jetzt halt das Thema, über das alle sprechen. KI ist aber für uns überhaupt nicht neu. Das machen wir seit 20 Jahren. Sie werden jetzt fragen, ja und wo? Das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen, zum Beispiel bei der Bildverarbeitung. Satellitenbilddaten beispielsweise auswerten, herausfinden Nutzungen, Landnutzungen. In all diesen Bereichen wird im GIS längst KI eingesetzt. Und genau diese Logiken wollen wir jetzt in Zukunft auch auf die statistischen Methoden ausweiten. Das wird die Zukunft bringen und das ist das, was wir uns mit Hilfe moderner Tools jetzt genauer anschauen. Da möchte ich hin. Es gibt eine ganze Menge an Geodaten, die zum Teil frei verfügbar sind oder frei verfügbar werden, zum Beispiel im öffentlichen Bereich, also beispielsweise Gemeinden, Länder, Kommunen, aber auch die Europäische Union bietet Daten an statistische Ämter, auf die man doch relativ kompliziert zugreifen kann. Muss man mit langwierigem herunterladen und so weiter. Es wäre schön, wenn man diese Daten verfügbar machen kann, um hier einen einfacheren Zugriff zu bewerkstelligen. Da sind wir immer im Dienste unserer Kunden dran, dass wir da möglichst solide Daten aus verschiedenen Quellen verfügbar machen. Das Thema Standards ist mir auch ein wichtiges Thema. So ein Standard hat natürlich einen ziemlich großen Vorteil. Man kann die Austauschbarkeit von Daten, aber auch von Software wesentlich beschleunigen. Man wird dadurch einfach sehr, sehr vieles produktiver als mit proprietären Lösungen. Und Lösungen, die auf Standards setzen, da tun sich, glaube ich, alle sehr viel leichter und es besteht auch eine größere Investitionssicherheit. Denn Sie können dann leichter Ihre Daten mitnehmen auf andere Systeme beispielsweise. Also das Thema Standards ist wichtig und dieses OGC steht für Open Geospatial Consortium. Das ist im Prinzip eine Vereinigung, die sich im GIS-Bereich zum Ziel gesetzt hat, Daten und Software und Systeme möglichst zu vereinheitlichen, also im Sinne von Standards und möglichst viele Hersteller dazu bringen, sich an diese Standards zu halten. Das Engagement in diesem Bereich, das unterstützen wir auch von der WGOGIS und da bemühen wir uns auch darum. Das ist für uns auch wichtig. Und ja, Schulung und Weiterbildung ist nicht nur intern in unserem Unternehmen ein ständiges Thema, sondern es ist mir auch wichtig, dass ich Leute mitnehme und für dieses Thema begeistern kann, genauso wie wir davon begeistert sind. Und deswegen stehe ich auch heute vor Ihnen, um Ihnen ein bisschen was aus dieser Welt von Geomarketing und GIS zeigen zu können. Und ich hoffe, das ist mir heute gelungen und danke vielmals für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, mir hier zuzuhören. Und ich hoffe, es war für Sie kurzweilig und interessant.